Wir sind in Namibia angekommen und wir hatten einen echt entspannten Flug eigentlich und wurden dann direkt vom Flughafen geshuttelt. Wir sind nämlich mit Gondwana unterwegs und ihrer Rental-Car-Marke Namibia to go. Und da sind wir dann direkt mit unserem 4x4 Toyota Hilux unterwegs gewesen, also sind direkt losgestartet am ersten Tag. Uns beide hat es eigentlich richtig doll erwischt. Wir haben auch leider den ersten Tag so ein bisschen langsamer angehen lassen. Also wir wollten eigentlich direkt auf eine Safari, aber wir waren einfach komplett raus. Also wir lagen komplett flach und es ging gar nichts mehr und wir haben es aber geschafft, relativ schnell wieder auf die Beine zu kommen. Da bin ich ganz happy drüber. Und jetzt ist eigentlich so der erste richtige Tag, wo es losgeht. Und wir sind schon mega beeindruckt von allem. Aber erstmal zum Auto. Wir sind nämlich mit einem Dachzelt unterwegs und das ist so unfassbar praktisch. Man kann das Dachzelt so schnell aufbauen und wieder abbauen, wenn es nämlich morgens zum Sonnenaufgang schnell gehen muss. Wir haben auch eine Küche mit drin, da ist auch alles an Equipment drin, was man so braucht. Also wirklich purer Luxus. Und auch super viel Stauraum. Also es ist super, super praktisch, mit dem Auto unterwegs zu sein. Und ja, jetzt geht's so richtig los. Wir sind schon so gespannt. Wir waren heute Morgen schon beim Sonnenaufgang und es war schon traumhaft schön. Und jetzt sind wir aber gespannt, was uns noch so erwartet. Wir sind mittlerweile schon am Spitzkop angekommen und haben damit schon eine richtig gute Strecke von unserer Route gemacht. Wir sind nämlich von Windhoek aus runter in die Kalahari gefahren, zu einem richtig schönen Campspot. Von dort aus ging es dann weiter zum Sesriem Campspot. Im Übrigen, Leute, judge mich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich diese Ortsnamen alle richtig ausspreche. Wahrscheinlich eher nicht, aber es ist super schwer, die auszusprechen. Auf jeden Fall ging es vom Sesriem Campspot, sind wir dann immer zum Deadvlei reingefahren. Und von dem Campspot ging es dann weiter, hier zum Spitzkop. Von hier aus geht es dann noch zum Kreuzkap rüber. Und vom Kreuzkap fahren wir noch zum Abahua River. Da geht es dann weiter in den Etosha Nationalpark. Da bleiben wir dann noch für 3 Nächte. Danach fahren wir noch runter zum Waterberg. Da machen wir eine Nashornwanderung. Und danach, die 2 Tage ungefähr, haben wir dann noch, die sind noch ein bisschen offen, die haben wir uns noch ein bisschen offen gelassen, da schauen wir noch, was wir machen, bevor wir dann wieder zurück nach Windhoek müssen, um unseren Flug nach Hause zu nehmen. Unser Zeitplan ist also ganz schön knackig, da haben wir auch ein bisschen Probleme immer mit dem Fahren, weil die Insurance vom Auto greift nämlich nur, wenn man im Hellen fährt. Also man darf nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang nicht mit dem Auto fahren, beziehungsweise greift halt die Insurance nicht, wenn man einen Wildunfall oder sowas hat. Und man darf nur von Town zu Town fahren oder zu einem Restaurant oder irgendwas essen gehen. Aber da wir immer längere Strecken fahren, müssen wir halt dafür sorgen, dass wir das im Hellen machen, weil sonst die Insurance nicht greifen würde. Und deswegen ist es ganz schön knackig und deswegen haben wir auch immer ein bisschen Druck, wenn wir längere Strecken fahren. Gestern war es auch ganz schön knapp. Also wir sind gerade so noch zum Sonnenuntergang hier gewesen, weil mit Tanken, dann noch muss man noch zum Supermarkt, dann läppert sich das alles an Zeit ganz schön. Und wir müssen halt zwischenzeitlich einfach den Reifendruck noch erhöhen oder halt ablassen, wenn wir auf einer Gravel Road gefahren sind oder auf der Teerstraße. Weil hier ist es halt so, hier sind die Straßen nämlich entweder geteert oder man hat eine Gravel Road. Und auf der Gravel Road muss man den Reifendruck immer ablassen. Und wenn man dann wieder längere Strecken auf der Teerstraße fährt, dann muss man den Reifendruck wieder erhöhen. Und es kostet doch ganz schön viel Zeit. Und wenn wir eine längere Strecke wie gestern, ich glaube, wir hatten insgesamt 6 Stunden, aber es
dauert dann halt dementsprechend ein bisschen länger. Und dadurch, dass die Sonne hier auch relativ früh untergeht, haben wir ein bisschen Zeitdruck immer. Also es ist gar nicht so easy, aber gestern haben wir es gut geschafft. Das war jetzt auch erstmal die längste Strecke, glaube ich, von der ganzen Route, die wir fahren mussten. Die nächsten Tage werden also wieder ein bisschen entspannter. Da werden wir nicht so ganz lange Strecken fahren müssen. Wir haben hier beim Spitzkop auf jeden Fall noch eine Nacht. Wir haben hier einen richtig schönen Campspot. Also eigentlich ist es nicht wie so ein Campingplatz, sondern man hat einfach verteilt über das ganze Gelände hinweg so ein paar Parkbuchten und Möglichkeiten, dort zu stehen. Und dann hat man auch überall eine Feuerstelle und kann Feuer machen. Und das werden wir heute Abend auch auf jeden Fall noch machen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und dann geht's morgen früh zum Sonnenaufgang wieder los. Noch ein bisschen shooten und dann werden wir wahrscheinlich auch schon weiterfahren zum Kreuzkap. Und da hoffe ich tatsächlich, dass wir da wieder eine Dusche bekommen, weil hier ist zwar eine Dusche, aber hier haben wir auch keine Elektrizität. Das heißt, mit meinen Haaren muss ich mal gucken, weil ich eigentlich immer gerne meine Haare föhne, nachdem ich geduscht habe. Aber ich glaube, das kann ich morgen wieder machen. Auf jeden Fall war es richtig witzig. Ich habe gestern mir einfach im Freien meine Haare geföhnt. Und es war so witzig, weil es war dunkel schon. Und hier in Namibia gibt's diese riesen Grillen. Ich glaube, die heißen Panzergrillen. Und die laufen hier überall rum. Und die laufen vor allem nachts rum. Und auf diesem Campspot waren so viele. Und ich finde die eigentlich ganz süß. Die sehen zwar ein bisschen eklig aus, aber die sind eigentlich süß. Weil ich dachte mir so, stellt euch mal vor, ihr seid ein Tier und jeder findet euch gleich immer eklig. Und dann haben sie mir irgendwie leid getan. Deswegen habe ich immer mit ihnen geredet, dass sie vielleicht ein bisschen zur Seite gehen könnten, wenn ich mich da föhne. Naja, auf jeden Fall musste ich halt beim Föhnen meine Haare über den Kopf machen. Und ich hatte so Paranoia, dass mir diese kleinen Käferchen auf die Füße, weil ich hatte nur meine Birkis an und dementsprechend auch keine Socken. Und ich fand es so eklig, weil ich Angst hatte, dass sie mir auf die Füße krabbeln. Ich will sie eigentlich nicht eklig finden, weil eigentlich sind sie süß. Aber das fand ich irgendwie eklig, die Vorstellung. Und deswegen hatte ich so Paranoia und habe mich die ganze Zeit im Kreis gedreht dabei, damit mir diese Käfer nicht auf den Fuß kriechen. Aber ich konnte mir nicht ruhig die Haare föhnen, weil ich stand da die ganze Zeit so und habe sie beobachtet. Und einer ist tatsächlich die ganze Zeit an mir vorbeigelaufen und ich war die ganze Zeit so, okay Leute, da dürft ihr langlaufen, kein Problem, aber nicht näher kommen. Wir gehen echt lieb mit denen um. Ich glaube, es gibt genug Leute, die hier auch gerne umbringen, aber das mögen wir nicht so, weil es sind immer noch Tiere. Aber es war schon so ein kleiner Pain beim Haareföhnen, weil ich mir so dachte, okay, so einen kleinen Sicherheitsabstand dürft ihr schon von mir halten. Ich fand das so witzig, ich habe mich selber so ausgelacht. Das muss so witzig ausgesehen haben, wie ich mir da die Haare geföhnt habe. Aber am Ende waren meine Haare trocken. Un día
Eigentlich wollte ich ein kleines Zwischenupdate machen, dass ich finde, dass bisher Dead Valley, was ich im Übrigen immer falsch ausgesprochen habe, weil ich mit Locals gesprochen habe und die haben mir erzählt, dass es Dead Valley heißt, dass es bisher so mit landschaftlich der schönste Spot war und Spitzkop war so unser Favorite Camp Spot. Aber nach dem, was wir am Abahua River erlebt haben, muss ich sagen, dass es fast mit meiner Favorite Experience hier war. Wir sind nämlich mit einem Guide, Bailey, am Abend losgefahren und haben Wüstenelefanten gesucht. Und wir sind irgendwie da angekommen, ein bisschen mit Zeitdruck und haben dann einfach nochmal gefragt, ob wir da Chancen hätten, die alleine zu sehen. Dann haben sie uns gesagt, besser mit Guide, weil da hat man bessere Chancen. Und dann haben wir einfach gesagt, ja komm, wir machen das jetzt spontan noch. Und dann sind wir los und dann hat Bailey, war ein super, super cooler Guide, hat uns ganz viel erzählt und ist mit uns da mitten durch die trockenen Flussbetten gefahren. Also wir sind mit unserem eigenen Auto gefahren. Und es war so eine krass coole Erfahrung. Und dann haben wir tatsächlich Wüstenelefanten gefunden. Perfekt zum Sonnenuntergang. Es ging alles irgendwie so schnell, weil wir kamen da erst an am Camp und dann haben wir ganz spontan entschieden, in einer halben Stunde noch loszufahren mit Bailey. Und dann auf einmal standen wir da, mitten drin mit perfektem Sonnenuntergangslicht und haben Elefanten beobachtet, wie die da ganz gemütlich gefuttert haben. Und wir dachten uns nur, wie surreal gerade. Es war einfach surreal. Es war so eine unglaublich schöne Erfahrung und es war so episch, diese wunderschönen Tiere zu sehen, weil wir tatsächlich das allererste Mal beide Elefanten wild gesehen haben. Und auch wenn Bailey gesagt hat, dass es die kleineren sind, war es einfach richtig, richtig krass zu sehen. Also die kleineren Elefanten, die Elefanten sind ein bisschen kleiner als im Etosha. Trotzdem war es unfassbar beeindruckend, diese Tiere zu beobachten. Mittlerweile sind wir aber schon im Etosha angekommen. Wir waren nämlich nur eine Nacht am Abahua River und sind dann direkt los am nächsten Tag relativ früh, um in den Etosha Nationalpark zu kommen. Da sind wir nämlich mittlerweile schon seit zwei Nächten. Und hier wurden wir komplett überrumpelt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir angekommen sind und erstmal, wir haben gar nicht so viel erwartet irgendwie. Und dann ist uns erstmal eine Elefantenhorde über die Füße getrampelt, als wir hier angekommen sind. Und dann haben wir aber gewusst, dass da ein Wasserloch in der Nähe ist und haben diese Elefanten angeguckt, wo die hinlaufen, in welche Richtung. Und sind dann tatsächlich, als die dann weitergezogen sind, vorgefahren an dieses Wasserloch und haben geguckt, könnten die hier potenziell hinkommen. Und dann standen wir da an diesem Wasserloch, haben mit einem Fernglas beobachtet, ob die vielleicht in der Ferne ankommen. Und auf einmal sehen wir tatsächlich, dass diese Elefanten da angetrampelt kamen in Richtung des Wasserlochs, an dem wir standen. Und dieser Augenblick, als diese Elefanten aus der Ferne zu diesem Wasserloch spaziert sind, also stolziert schon fast, war so episch. Das war so, also sie laufen tatsächlich ein bisschen in Zeitlupe. Aber der Moment, als wir da standen, haben noch so geguckt, dass wir mit dem Auto so stehen, dass dass wir nicht im Weg stehen und dass sie da gut ins Wasserloch kommen. Aber es war einfach so krank. Erstens, dass sie überhaupt wirklich zu diesem Wasserloch gefahren sind, wo wir einfach mal gesagt haben, okay, wir gucken jetzt mal, ob die hierher kommen. Aber dann zu sehen, wie diese ganze Elefantenfamilie wirklich da in Zeitlupe angelaufen kam. Für mich war dieser Moment, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Moment aus Ice Age, wo
die ganze Mammutfamilie, also wirklich alle zusammen laufen. Ich weiß gar nicht, wohin sie laufen, weiß ich nicht mehr. Aber da kommt auch so eine epische Musik, wenn du nach ungefähr 20 Minuten merkst, dass die Kamera nicht mehr filmt. Super. Was ich sagen wollte, habt ihr diese Musik in den Ohren, als diese Mammuts in Ice Age sich auf den Weg machen? Und ich hatte diese Musik so in den Ohren. Es war so ein epischer Gang. Und dann kamen die an diesem Wasserloch an und haben getrunken, haben gespielt. Einer ist sogar baden gegangen und das war so cool zu sehen. Aber das war einfach noch nicht alles, weil ich nach einem kurzen Moment, ich weiß nicht warum, aber ich habe in den Rückspiegel geguckt und war so, warte mal, wenn ich jetzt da Elefanten sehe, dann können die das ja nicht vor mir sein. Und ich so, Schatz, da kommt eine zweite Elefantenherde gerade von hinten angelaufen und wir waren in dem Moment, die kamen wirklich ein bisschen schneller angerannt und ich hatte ein bisschen Respekt, weil wir wollten mit dem Auto nicht im Weg stehen, aber die sind sehr gut eigentlich links an uns vorbeigelaufen, aber die haben schon sehr deutlich gemacht, dass sie jetzt dran sind an dem Wasserloch und haben die anderen erstmal vertrieben und wir sind auch ein Stück zurückgefahren, weil einer sehr stark in unsere Richtung gelaufen ist und wir dann halt Abstand gewonnen haben, aber dieser Moment und dann waren das auf einmal, ich habe es nicht gezählt, lass es 20, 30 Elefanten gewesen sein, die da irgendwie vor uns waren und wir noch so, okay, was ist hier gerade los? Und dann haben wir diese ganzen Elefanten beobachtet, die sich auch unterhalten haben miteinander und am Ende haben die sich auch zusammengeschlossen und haben gespielt und die kleinen Babys haben gespielt und das war einfach total surreal. Das war einfach so ein krasser Moment und wir waren so dankbar dafür, das direkt am Anfang eigentlich gesehen zu haben, als wir in den Etosha reingefahren sind. Ja, und dann haben wir tatsächlich auch noch an dem Tag Giraffen gesehen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und wir haben aber auch schon Löwen gesehen bisher. Die waren noch nicht so nah dran, aber wir haben Löwen gesehen. Hallo? Deswegen, also ich würde echt empfehlen, weil der Westen war mega schön. Wir waren jetzt auch schon so ein bisschen mittig von Etosha. Das war auch mega schön, aber ich glaube, ich würde empfehlen, wenn jemand eine kürzere Zeit in Etosha hat, entweder in den Westen oder in den Osten zu gehen. Weil hier im Osten, wo wir jetzt gerade sind, ist es auch mega schön. Wir haben so super viel gesehen. Und jetzt sind wir gespannt, wie es heute Abend noch so wird und vielleicht morgen früh. Wir sind am Überlegen, noch einen Game Drive zu machen. Das entscheiden wir noch, wissen wir noch nicht, ob wir das machen. Aber egal wie, ich bin schon so dankbar für alles, was wir gesehen haben. Und ich würde mir noch so wünschen, einen männlichen Löwen vielleicht zu sehen und vielleicht noch kleinere Löwen und vielleicht Hyänen. Aber mal schauen, was jetzt noch so kommt. Egal wie, ich bin schon so verliebt in Namibia. Mal gucken, ob ich nach Hause fliege. Thank you, sir. Thank you so much. Alter, war das geil.
Wir sind am Waterberg angekommen. Aber hier sagt man Waterberg. Irgendwie so sagt man das hier. Ich wollte aber noch ein Fazit zum Etosha machen, was wir da so erlebt haben die letzten Tage. Und das ist wahrscheinlich immer anders. Also wir haben auch schon mit Leuten gesprochen, bei denen, die haben es komplett anders erlebt. Aber zu unserer Erfahrung wollte ich noch ein bisschen was sagen, was so die Tiersichtungen anging und so, was wir so an Erfahrungen gemacht haben. Wir sind ja im Westen angekommen und haben die erste Nacht im Olifantes Camp übernachtet, weil man muss ja im Etosha Nationalpark in einem Camp übernachten, weil man kann ja nicht bei den Löwis draußen schlafen. Und deswegen muss man da ein Camp in dem Nationalpark buchen. Und wir haben als allererstes in dem Olifantes Camp, oder so heißt das, übernachtet. Und im Westen haben wir irgendwie richtig gute Erfahrungen gemacht. Also da sind wir direkt angekommen und wurden irgendwie von den, keine Ahnung wie viele Elefanten überrumpelt, haben Löwen gesehen, wir haben auch Giraffen schon gesehen. Wir haben super viel gesehen. Und dann sind wir aber, weil wir noch 2 Nächte im Halali-Camp gebucht haben, sind wir weitergefahren. Und in der Nähe vom Halali-Camp haben wir irgendwie gar nichts gesehen. Also in der Area waren wir irgendwie, weiß ich nicht, da hatten wir keine Glückssträhne. Und dann haben wir uns entschieden, kurzfristig in den Osten noch zu fahren und sind dann in dem Namatoni Camp, heißt es, glaube ich. Nee, Namutoni Rest Camp heißt es. Da waren wir dann und haben sogar noch eine Nacht verlängert, weil als wir da angekommen sind, hatten wir eigentlich schon gutes Glück, weil wir haben dann direkt an dem Abend zum Sonnenuntergang Hyänen gesehen. Und auch nochmal eine riesen Elefantengruppe. Und am Tag haben wir eine riesen Giraffengruppe. Also ich glaube, wir haben irgendwie so 15 bis 20 Giraffen auf einmal gesehen. Ja, und irgendwie haben wir dann gedacht, wir wollen noch ein bisschen Löwen sehen vielleicht. Und vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück, deswegen haben wir nochmal verlängert. Und waren tatsächlich auch auf dem Game Drive. Der Vorteil nämlich im Allgemeinen von dem Camp war, dass wir ein Wasserloch, wo wir richtig viele Tiere gesehen haben, direkt vor der Tür hatten sozusagen. Es war nur so 5 bis 10 Minuten entfernt. Und man muss die Gates werden nach Sonnenauf- und Untergang geschlossen und geöffnet. Also zum Sonnenaufgang war es, glaube ich, 7:22 Uhr wurde das Gate geöffnet. Und zum Sonnenuntergang war es 18:25 Uhr, als es geschlossen wurde. Also schon sehr knackig, vor allem, weil wir ja sehr viel nach dem Licht schauen, wenn wir draußen sind, dass wir, wenn wir filmen, halt gutes Licht haben. Und am Abend war immer das Problem, dass man jede Minute, die es später wurde, hatten wir besseres Licht, aber wir mussten auch dementsprechend wieder zurück ins Camp. Und das war immer ein bisschen ärgerlich, weil wenn man Tiere gesehen hat und sie filmen wollte, dann wurde das Licht immer besser, aber man musste halt zurück ins Camp, damit man nicht vor geschlossener Tür steht. Und in dem Namutoni Rest Camp war ein Wasserloch direkt vor dem Camp und das war so cool, weil wir da einfach so gutes Licht hatten und so lange bleiben konnten und dann wirklich bis zur letzten Minute ausgekostet haben und ganz, ganz, ganz knapp noch am Camp angekommen sind. Also er wollte gerade das Gate schließen und wir kamen da noch so angefahren und er hat es gerade noch offen gelassen für uns. Also es war wirklich ganz, ganz knapp, aber wir haben zumindest noch richtig gutes Licht am Ende gehabt, weil wir hatten noch eine riesen Elefantengruppe an dem Wasserloch und deswegen wir konnten einfach nicht fahren. Das war so ein epischer Moment, haben die Elefanten gerade gefilmt und wir mussten das noch festhalten und es hat sich so gelohnt. Also deswegen haben wir das Camp sehr gefeiert tatsächlich. Das Camp war echt cool, aber wir haben dementsprechend auch viel gesehen dort. Das ist, wie gesagt, wir haben hier heute auch schon mit jemandem geredet, der hat ganz andere Erfahrungen gemacht. Also der hat in der Nähe von Halali super viel gesehen. Deswegen ist es immer unterschiedlich, aber das war so das, was wir erlebt haben. Und in dem Namutoni Rest Camp haben wir dann tatsächlich auch den Game Drive gemacht, weil wir dachten, vielleicht lohnt es sich. Wir haben, also offiziell darf man ja um 7:22 Uhr raus. Der Game Drive startet aber schon um 6 und es war schon eine richtig coole Erfahrung, weil wir sind im Dunkeln rausgefahren und zum Schutz, also damit die Tiere nicht gleich so geblendet werden, machen sie LED-Lichter an und sind dann mit so einem roten Licht da rausgefahren. Es war schon eine mega coole Stimmung und es war schon ein richtig cooler Vibe, da in der Nacht durchzufahren, obwohl man ja offiziell noch gar nicht durchfahren durfte. Das hat sich schon definitiv gelohnt. Von den Sichtungen her muss ich sagen, ich fand es eine coole Erfahrung. Ich glaube, es ist, ja, wie gesagt, immer unterschiedlich. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man nicht Glück. Das ist das Gute daran. Das sind die Tiere, die entscheiden, ob man sie sieht oder nicht. Bei uns hat es sich nicht so gelohnt, den Game Drive zu machen, aber es war trotzdem eine coole Erfahrung. Aber als wir danach nochmal alleine gefahren sind, also wir sind dann auch weitergefahren und auf dem Rückweg haben wir dann tatsächlich noch einen Gepard gesehen. Das war auch sehr, sehr cool. Also unterm Strich, ich glaube, den Game Drive für die Erfahrung würde ich trotzdem nochmal machen.
auch wenn wir nicht so viel gesehen haben. Aber es war trotzdem irgendwie cool, vor allem da morgens loszufahren. Aber man kann schon sehr, sehr viel sehen, wenn man alleine durchfährt. Man muss manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, aber man muss einfach sehr gut gucken. Also wenn man jetzt nicht man darf ja sowieso nicht so schnell fahren, was ja auch wichtig ist. Würde ich aber auch nicht tun, weil sonst sieht man, glaube ich, nicht so viel. Aber wenn man ein gutes Auge hat, dann kann man selber schon sehr, sehr viel sehen. Und bei uns hat es sich richtig gelohnt. Also wir waren richtig glücklich, als wir rausgefahren sind, weil wir am Ende echt super, super viel gesehen haben. Insgesamt neben denen, die zu den Big Five zählen, haben wir ja Rhinos gesehen, wir haben Elefanten gesehen und wir haben einen Gepard gesehen. Leider kein Leopard. Und Büffel gibt es da nicht. Aber wir haben halt auch die Zebras gesehen, die Giraffen gesehen. Wir haben Hyänen gesehen, was richtig cool war. Und ganz, ganz viele ich weiß nicht, wie sie heißen, Impala. Irgendwas mit Impala, die waren auch sehr süß. Und natürlich Springböcke. Also es war schon richtig cool, es war richtig sehenswert. Ja, ich würde definitiv empfehlen, in den Etosha zu fahren. Und jetzt sind wir beim Waterberg und haben hier auch schon was gemacht. Davon erzähle ich euch aber die Tage nochmal. Aber noch eine Sache. Kleiner Tipp, wir wussten es nicht, weil wir es nirgendwo gesehen haben tatsächlich, aber wenn ihr Drohnen dabei habt auf eurem Trip, plant die Route so, dass ihr an einem Gate reinfahrt, an dem ihr auch wieder rausfahrt. Weil wir tatsächlich an 2 verschiedenen Gates, also diesen generellen Eingang zum Nationalpark, wir haben geplant, am einen Gate im Westen reinzufahren und am anderen Gate wieder rauszufahren. Beim Galton Gate sind wir rein und beim Anderson Gate wollten wir raus. Das Problem war aber, man darf keine Drohnen mit in den Nationalpark nehmen, was wir tatsächlich nirgendwo gelesen hatten. Und dann hatten wir das Problem, dass wir einmal außenrum fahren mussten, um unsere Drohnen oben abzugeben, wieder einzusammeln, unten abzugeben und wieder einzusammeln. Also wenn ihr eine Route plant durch den Etosha und ihr plant, auf eurem Namibia-Trip Drohnen mitzunehmen, dann plant auf jeden Fall euren Trip durch den Etosha, sodass ihr beim selben Gate rein und rausfahrt, weil das war bei uns ein bisschen kritisch, weil wir es nicht wussten und dadurch halt mega viele Kilometer extra fahren mussten. Ich meine, ich finde es super gut, dass sie die Drohnen nicht erlauben. Wir waren auch voll fein damit. Es war auch super easy und safe, da alles abzugeben. Unsere Drohnen da zu lassen, hatten wir ein richtig gutes Gefühl. Das Einzige war nur doof, dass wir unsere Route nicht ganz so fortsetzen konnten, wie wir es geplant hatten und ein bisschen umplanen mussten. Aber war am Ende in Ordnung. Wir hatten noch genug Zeit. Aber das nur als kleiner Tipp für euch, falls ihr mal eine Route plant, dann solltet ihr das bedenken. Wir haben einfach schon den letzten Tag unserer Reise erreicht. Morgen früh fliegen wir ganz, ganz früh nach Hause. Und heute, am kältesten Tag von allen, dachte ich mir, ich gehe noch mal kurz schwimmen. Warum auch immer. Aber es ist ziemlich erfrischend. Aber ich bin so krass dankbar. Wir haben noch Nashörner gesehen. Richtig, richtig nah. Also das war wirklich eine einmalige Erfahrung, weil es einfach so beeindruckende Tiere sind. Es steckt zwar eine sehr traurige Story dahinter, dass die Tiere sehr bedroht sind und dass sie eben sehr, sehr stark geschützt werden müssen und immer irgendwie menschlicher Einfluss dahinter steht, was natürlich nicht so schön ist, weil die Tiere eigentlich einfach frei leben sollen. Aber irgendwie war es trotzdem schön, mit dem, was wir hier gemacht haben, noch ein bisschen unterstützen zu können. Weshalb ich irgendwie umso dankbarer bin, diese Erfahrung gemacht zu haben und diese Tiere sehen zu dürfen. Und ja, aber generell, ich bin einfach unglaublich dankbar für alle Erfahrungen, die wir hier gemacht haben. Und ich freue mich ein bisschen auf zu Hause, aber irgendwie auch nicht. Weil irgendwie will ich auch nicht nach Hause. Es ist super schön hier. Aber ich glaube, ich gehe jetzt noch eine Runde schwimmen.
Irgendwann gab es in meinem Leben den Punkt, an dem ich verstanden habe, dass alles irgendwann geht. Aber was immer bleibt, sind die Erinnerungen. Also lasst uns da rausgehen und so viele davon schaffen wie nur möglich. Denn alles Materielle verschwindet sowieso irgendwann. Aber Gefühle, die verschwinden nie. Denn das ist es, was für immer in uns weiterlebt. Also geht leben und danke, dass ihr dabei wart. Ganz viel Liebe an euch.